Grüßt euch und herzlich willkommen zum zweiten Teil zum Bau von Jaggels Sandelanlage. Heute dreht sich überwiegend um den Plan hier und wir fangen mit dem Unterbau an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Jetzt möchte ich euch mal meinen Plan erklären für den Jaggels seinen Schattenbahnhof. Und zwar ist das hier der Schattenbahnhof im Gesamten. Es soll 2x6 Gleise geben mit jeweils 2,80 Meter und 8 Gleise mit so circa 1,80 bis 2 Meter. Also hier passen dann schön lange rein und hier recht kurze. Es wird alles mindestens Radius 2. Also im nicht sichtbaren Bereich, und im sichtbaren Bereich wird es so 3 und 4 hauptsächlich geben. Benutzt wird das C-Gleis und genau, so schaut es aus. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich mir das vorstelle. Hier kommt man runter, quasi. Dann kann man auswählen, ob man Schattenbahnhof 1 oder 2 fährt. Oder hier ist das Durchfahrtsgleis, das geht quasi einmal rum. Dann kann man hier quasi fahren, um in den dritten Schattenbahnhof zu kommen, oder alternativ hier. Und dann geht es hier wieder zurück. Hier bin ich am Überlegen, ob ich analoge Stoppstellen mache, dass ich quasi die Züge auf Distanz halte, weil der wird wahrscheinlich nicht automatisch werden. Und genau, und da muss ich mir mal überlegen. Ich möchte schauen, ob ich das so irgendwie halbautomatisch hinbekomme. Da kenne ich mich aber jetzt noch nicht so gut aus. Da muss ich mich dann erst so ein bisschen reinfuchsen. Ich habe hier mal markiert die grünen Stellen, die grünen Gleise. Das sind die Rückmeldegleise. Da muss ich schauen, ob das so passt. Ich werde am Anfang sowieso erstmal hier zum Umdrehen einrichten, dass man quasi das alles mal ordnungsgemäß testet. Die blauen Weichen sind die angetrieben sein werden. Die zum Rausfahren, die werden wir nicht antreiben, die sind dann einfach, da wird dann aufgeschnitten quasi. Dann hier die roten Gleise sind die Stoppstellen. Das machen wir dann mit M84 Dekodern. Und für die Weichen M83 Dekoder, genau. So schaut es jetzt erstmal hier aus. Ich bin über Hinweise oder Kritik oder Verbesserungsvorschläge immer dankbar. Und genau, jetzt zeige ich euch mal, wie weit wir schon sind. Und so schaut das Ganze in Originalgröße aus. Das ist jetzt hier das Segment, wo quasi dann die Drehscheibe oben hinkommt. Das ist hier schon der Oberbau. Hier kommt der Wendel hoch. Und hier kommt dann ungefähr die Drehscheibe hin oben. Das ist dann hier das Hauptsegment, beziehungsweise die 2 Hauptsegmente. Da kommt der Bahnhof drauf und Nebengleise und ja, was halt so eine kleine Stadt, vielleicht eine Seilbahn, das muss man alles noch schauen. Die Außenkante hier hat 5,50. Und hier geht es dann quasi auf die schmaleren Segmente. Die Außenkante hier hat 6,10 Meter. Da geht es dann auf die Paradestrecke. Die soll hier sein mit Nebenbahn und was halt alles dazugehört. Brücken, ja, vielleicht Viadukte, muss man schauen. Hier geht es dann rum und hier dreht er dann um, der Zug. Aber wie gesagt, obenrum bin ich noch gar nicht so, da bin ich noch gar nicht so weit, dass es herzeigbar ist. Das muss man sich dann anschauen, wenn es soweit ist. Jetzt machen wir erstmal das Untergestell. Ich hoffe, dass ich das in dieser Saison fertig bringe. Und genau, jetzt bocken wir das Ganze mal auf. So, jetzt ist das Ganze aufgebockt. So schaut es jetzt aus. Und jetzt muss ich noch die zu langen Pfosten hier absägen. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Also wenn ich das nächste Mal hier bin quasi. Und genau, so ist es jetzt. Das ist recht stabil, recht solide das Ganze. Und jetzt kommt dann drunter der Schattenbahnhof. Mit dem fange ich an. Und der wird dann so nach und nach jetzt gebaut. Zwischenzeitlich habe ich angefangen mit dem Schattenbahnhof. Hier soll der Wendel rein. Wahrscheinlich so 6 bis 7 Windungen. Genau, das ist dann die Zufahrt. Und hier kommt der Schattenbahnhof 1 hin.
fehlt jetzt noch die Hälfte. Also der halbe Schattenbahnhof 1 ist jetzt soweit fertig. Genau. Schauen wir mal, ob das Ganze solide wird. Mal einen Blick drunter. Das ist der aktuelle Stand. Der Schattenbahnhof wächst. Hier sieht man so ein bisschen den Laser, den ich verwende zum Ausrichten vom Schattenbahnhof. Genau. Er geht langsam rum. Er ist auch recht solide, also ich kann die ganze Zeit eigentlich drauf rumlaufen. Das mache ich auch. Und genau, so schaut es aus. Es wird langsam. Der Rohbau ist jetzt soweit abgeschlossen. Jetzt wird als nächstes dann auf die untere Ebene, quasi im Schattenbahnhofsbereich, Gummikork verlegt. Das muss ich dann schön hinkleben. Was habe ich denn da? Ich glaube 3 mm. Und genau, da werden dann die Gleise drauf geklebt. Und ich muss aber schauen, wie ich die Verkabelung mache, weil eigentlich möchte ich die hier oben drauf machen auf die Oberseite, weil wir werden nicht jünger. Und dann kommt man vielleicht besser hin, dass ich die nach außen hin, nach hinten hin einfach rauslege und dann hinten die Verkabelung mache. Genau, so schaut es jetzt aus. Die Unterkonstruktion ist jetzt erstmal soweit abgeschlossen. Das ist alles schön robust und solide. Und ja, jetzt ist es nicht mehr lang, hoffe ich, bis der erste Zug wieder fährt. Schauen wir mal. Aber jetzt hoffe ich, euch hat mein kurzes Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.